Zeigen jetzt, wie AresCudo es ermöglicht, die Bearbeitungssitzung von einem anderen Nutzer zu übernehmen, der gerade an der Zeichnung arbeitet. Bevor wir beginnen, sollten Sie sich daran erinnern, dass die Session-Kontrolle in Ares Commander, AresCudo und AresTouch automatisch verhindert, dass zwei oder mehr Anwender gleichzeitig Änderungen an derselben Zeichnung vornehmen. Wenn ein zweiter Anwender versucht, auf die Zeichnung zuzugreifen, zeigt Ares Commander eine Benachrichtigung, die das Öffnen der Datei im Nur-Ansichtsmodus anbietet, um widersprüchliche Änderungen und doppelte Dateien zu vermeiden. Analog geschieht es beim Öffnen einer Zeichnung mit AresTouch. Wenn wir versuchen, eine Datei in AresCudo zu öffnen, die gerade von jemand anderem bearbeitet wird, erscheint eine Meldung, die über diese Situation informiert. Selbst wenn wir Bearbeitungsrechte für die Zeichnung besitzen, wird sie im Nur-Ansichtsmodus geöffnet. Wir freuen uns, eine neue Funktion in AresCudo vorzustellen und bald auch in den anderen Trinity-Produkten, die es Nutzern ermöglicht, die Bearbeitung zu übernehmen. Dafür haben wir jetzt die Möglichkeit, eine Anfrage an den Anwender zu senden, der die Datei aktuell bearbeitet, um die Bearbeitungsfreigabe zu erhalten. Hier können wir die beiden Anwender gleichzeitig sehen, um besser zu verstehen, wie die Anfragen funktionieren. In dem Moment, in dem Anwender 2 auf Anforderung drückt, erhält der Anwender 1 eine Benachrichtigung zur Freigabe der Sitzung. Anwender 1 hat die Möglichkeit, diese Anfrage anzunehmen oder abzulehnen. Wird die Anfrage angenommen, werden die Arbeitsmodi der Zeichnung ausgetauscht. Jetzt hat Anwender 2 die Bearbeitungsrechte, während bei Anwender 1 auf Nur-Ansichtsmodus umgestellt wurde. Aber das ist noch nicht alles. Anwender 1 wird jedes Mal eine Benachrichtigung erhalten, wenn die Datei geändert wird, auch wenn er oder sie im Nur-Ansichtsmodus ist. Hier sehen wir zum Beispiel, wie Anwender 2 einige Änderungen vornimmt. Währenddessen sieht sich Anwender 1 die Datei an. Der Anwender wird nun von AresCudo aufgefordert, die Zeichnung neu zu laden, um die aktualisierte Version zu sehen. Die beiden Anwender können Kommentare und Markups verwenden, um ihre Änderungen zu diskutieren. Bei jedem neuen Kommentar erscheint eine blaue Zahl am Kommentarsymbol, um es hervorzuheben. Natürlich könnten Sie auch einfach ein Telefonat oder ein Online-Meeting nutzen, um die Zeichnung zu besprechen, während Sie daran arbeiten. Kommentare und Markups werden über, aber nicht in der eigentlichen Zeichnung abgelegt. So können alle Anwender, die Zugriff auf die Zeichnung haben, kommentieren, auch wenn sie die Zeichnung nicht bearbeiten dürfen. Und falls nötig, kann Anwender 1 die Bearbeitungssitzung wieder übernehmen, um weitere Änderungen vorzunehmen. So wird es möglich, dass zwei oder mehrere Anwender an der gleichen Zeichnung zur gleichen Zeit arbeiten. Vergessen Sie nicht, dass Ares Sie über Ihre Projekte mit E-Mail-Benachrichtigungen wie dieser auf dem Laufenden hält. Die Häufigkeit der Benachrichtigungen kann angepasst werden. Das macht es einfach, den Fortschritt des Projekts zu verfolgen. Durch die Kommentare und Markups werden Sie darauf aufmerksam gemacht, ob Ihre sofortige Reaktion erforderlich ist.